Was ist der Unterschied zwischen einem guten und einem bahnbrechenden Spiel? Gute Spiele gibt es viele. Jedes Jahr erscheinen gleich mehrere von ihnen. Bahnbrechende Spiele kommen aber nur einmal alle paar Jahre. Plötzlich macht es Puff und alle Leute reden nur noch von dem einen Spiel und Entwickler versuchen es zu kopieren. Half-Life aus dem Jahr 1998 ist ein Vertreter solcher bahnbrechenden Spiele. Im Kern ein simpler Shooter, dessen Genre seit dem originalen Doom perfektioniert wurde. Hier Waffe, dort Ziel, der Rest kannst du dir denken. Man kennt es ja. Und wenn nicht, freut es mich, dass ich der Erste sein darf, der dir etwas über Computerspiele erzählt. Was es aber besonders macht, war, dass es eine Geschichte erzählt, die sich ohne Unterbrechung nahtlos in das Spielgeschehen einfügt. Wo zuvor harte Levelumbrüche die Norm waren und man plötzlich auch einmal ganz woanders wieder auftauchen konnte, waren in Half-Life die Level so gestaltet, dass sie sich nahtlos aneinander reihen. Wo woanders Geschichten über Cutscenes erzählt wurden und es so einen harten Schnitt von Spielteil und Filmteil gab, wurde Half-Life so programmiert, dass man sich während storyrelevante Sachen passieren sich immer noch mit dem Hauptcharakter frei bewegen kann. Selbst wenn im Spiel die Welt gerade untergeht, kann man im Spiel wie ein kopfloses Huhn im Kreis rennen und die Wand anstarren. Zwar ist Half-Life keine Marke wie ein Assassin's Creed, bei dem neue Teile wie am Fließband veröffentlicht werden, aber es hat es nicht nur geschafft, gleich mehrere andere Spielemarken zu etablieren und digitale Online-Stores salonfähig zu machen, es hat es auch geschafft, eine Fanbase zu hinterlassen, die sich einen neuen Teil ungesehen Day One kaufen würde. Der Fluch aber eines jeden Computerspiels ist es, älter zu werden. Die verwendete Technik und Grafik mit der Zeit durch bessere überholt und hier ist es nicht anderes. Lief das Original noch mit einer Engine, deren Ursprung die Quake Engine von 1996 war, kam für den zweiten Teil die Source Engine zum Einsatz. Diese brachte dann stark verbesserte Physiksimulationen, dank der man Kisten aufnehmen und werfen konnte, eine bessere KI und eine deutlich bessere Grafik und Beleuchtung mit und ermöglichte Support für damalige aktuelle Grafikschnittstellen wie DirectX 9. Um nach der Einführung der Source Engine anderen Studios zu zeigen, wie viel besser ihre neue Engine ist, machte sich Valve nach dem Release von Half-Life 2 im Jahr 2004 daran, viele seiner älteren Spiele auf diese neue Engine zu portieren. Spieler versparen sich daher nach der Ankündigung, man veröffentliche nochmal Half-Life 1 eine komplette Neuentwicklung, welche alle Vorteile der neuen Engine ausnutzt und eine deutliche grafische Verbesserung mitbringt. Sah das Original doch so aus. Umso größer war dann jedoch die Enttäuschung, als Half-Life Source released wurde und man festgestellt hat, dass Valve den einfachen Weg gegangen ist und abgesehen von ein paar Kleinigkeiten wie eine verbesserte Beleuchtung und Wassereffekte, man nicht nur die gleichen Assets aus einem anderen Jahrtausend vorgesetzt bekommt, nein, man wird auch mit einer Vielzahl an Bugs konfrontiert und das Spielgefühl war ebenfalls aufgrund des Engine-Wechsels aus irgendeinem Grund nicht mehr so wie früher. Fans haben sich einfach mehr erwartet. Es war nicht das erwartete HD-Remaster, das zeigen soll, wie gut die Source Engine aussehen kann. Es war ein Projekt, welches zeigen soll, wie leicht es ist, Spiele zur Source Engine zu porten. Enttäuscht fassten die Fans anschließend den Entschluss, einfach selber ein Remake zu machen und das zweimal. Denn gleich auf zwei unterschiedlichen Internetforen schlossen sich Fans zusammen und starteten die beiden Projekte League Free und das Half-Life Source Overhaul Projekt, um ihren Traum von einem völlig überarbeiteten ersten Teil umzusetzen. Nach einiger Zeit haben die einzelnen Teams aber gemerkt, dass sie nicht alleine an einem Remaster arbeiten, weshalb sie ihre Kräfte gebündelt haben, um gemeinsam das Spiel zu programmieren, um das es in diesem Video geht. Black Mesa. Was sich hier so leicht sagt, war für das Team eine größere Herausforderung, als man zunächst annimmt. Ja, zu Beginn war das Ziel noch Half-Life Source mit besseren Assets zu machen. Das änderte sich aber über die Zeit dahin, dass man das Spiel auch grundlegend verbessern wollte. Wobei man aber stets das Gefühl behalten soll, das Originalspiel wäre genauso gewesen. Das umfasste die Grafik, als auch Verbesserungen am Gameplay und am eigentlichen Leveldesign. Denn das Spiel gilt zwar als Klassiker und hat 1998 Top-Bewertungen gekriegt, aber es gab auch Dinge, die entweder schlecht gealtert sind und man sie deshalb im Nachfolger verbessert hat, oder die Dinge waren von Beginn an einfach nicht gut. Um diese jedoch zu ändern, musste man erst einmal verstehen, wie Half-Life und der Nachfolger Half-Life 2 vom Designer funktioniert, was es auszeichnet und warum das Original an diesen Stellen damals einfach versagt hat. Informationen hat man sich dabei vom Buch Raising the Bar erhalten, welches die Entwicklung von diversen Valve-Spielen aufzeigt. Auf 288 Seiten befinden sich diverse Konzeptzeichnungen, Interviews, Informationen zum Spieldesign, als auch nicht umgesetzte Umgebungen. Fortschritt verlief aber trotzdem langsamer als erwartet. Kleinere Stolpersteine, wie das Valve sich relativ früh am Modnamen Black Mesa Source gestört hat, ließen sich zwar ohne Probleme aus dem Weg räumen, aber die größten Probleme waren deutlich schwerer zu überwinden. Eines dieser Probleme ereignete sich im Jahr 2006, als ein Unbekannter eine Kopie einer frühen Alpha-Version erhielt, von der er anschließend selbst erstellte Screenshots veröffentlichte. Ebenfalls gingen im Zuge dessen sämtliche Einträge und Benutzerkonten des offiziellen Forums verloren. Da das Team noch keine Erfahrung mit solch einer Situation hatte und die Begeisterung, wie ihr euch denken könnt, eher gering war, verfasste man eine Ausschreibung und drohte allen, die das gestohlene Material verteilen, mit rechtlichen Schritten. Aber damit hörten die Probleme auch nicht auf. Denn während Valve sowohl die beiden DLCs Half-Life Episode 1 und 2 veröffentlicht hat, kämpfte das Team mit der Herausforderung, dass man kein Studio im eigentlichen Sinne war, sondern eine lose Ansammlung von anfänglich nur 13 Personen, welche allesamt noch entweder die Schulbank drückten oder einen Vollzeitjob nachgingen und man über den gesamten Erdball verstreut war.
Nur vereinzelt waren auch Profis dabei, die sich mit der Entwicklung auskannten. Die Gruppe war also bunt gemischt. Durch die örtliche Trennung entstand ebenfalls das Problem der Demotivation durch Einsamkeit. Man fühlt sich ziemlich isoliert, wenn alle für sich genommen an separaten Aufgaben arbeiten. Dadurch entsteht, obwohl man als gemeinsames Fortschritt macht, auch das Gefühl, dass nichts vorangeht. Um dieser Einsamkeit entgegenzuwirken, war es wichtig, dass die einzelnen Tätigkeiten regelmäßig in einem Entwicklungsforum gepostet und der Fortschritt veröffentlicht wurde. Trotzdem war die Fluktuation der Leute, die am Spiel entwickelt haben, groß. Über die Zeit können private Sachen eben verhindern, dass man sich aktiv an der Spielentwicklung beteiligt und war deshalb unweigerlich gezwungen, das Team zu verlassen. Darum, und weil das Spiel sowieso schon umfangreich war, nahm man dankenswerterweise auch die Hilfe anderer Fans an, die am Projekt mitmachen wollten. Manche dieser Leute haben auch nur eine Sache gemacht und sind dann gegangen und andere wurden ein fester Bestandteil vom Team. Es war trotzdem für einen schnellen Release nicht förderlich, als man sich 2007 dazu entschied, die Source Engine, mit der man begonnen hatte, auf die damals aktuellste Version abzugraden, die Valve zusammen mit der Orange Box herausbrachte. Irgendwann im Jahr 2008 hat dann Valve das Team wieder kontaktiert und gefragt, ob man nicht eine Demo des Spiels übermitteln könne. Der Projektleiter Adam Engels vermutet heute, dass Valve eventuell schon über die Vergabe einer Lizenz nachgedacht hat, aber das Spiel war zu diesem Zeitpunkt noch in einem sehr groben Zustand. Weshalb man sich entschloss, den letzten Teil des Spiels, welches auf dem Alien-Planeten Xen spielt und als der schwächste Teil von Half-Life gilt, erst einmal außen vor zu lassen und sich auf den Erdteil zu fokussieren, da hier die Vorlage deutlich besser war. Ja, die Umgebung war grob und blockig, aber man konnte erkennen, was damit gemeint war. Auf Xen konnte man sich nicht sicher sein, ob das hässliche, undefinierte Ding so gewollt war oder ob man einfach nicht die Ressourcen hatte, es richtig umzusetzen. Ebenso bekam die Story etwas mehr Politur. Wo zuvor die NPCs oftmals 1 bis 2 Sätze von sich gaben, schrieb man sie etwas aus und gab ihnen etwas mehr Persönlichkeit. Was 1998 zum Beispiel noch so erzählt wurde: You'll have to shut down the surgical unit first. Peters switched it on, but I'm afraid he never made it back. Ist es im fertigen Spiel so geworden. Yes, but you'll have to shut down the surgical unit first. That fool Peters switched it on, but I'm afraid he never made it back. Trotzdem plante man zu diesem Zeitpunkt noch mit einem Release im Jahr 2009 und veröffentlichte 2008 bereits den zweiten Trailer zum Spiel. Irgendwann wurde aber ihnen bewusst, dass sie diesen Termin nicht halten können und machten deshalb einen klassischen Duke Nukem Forever und setzte das Release-Datum auf, wenn es fertig ist, was schlussendlich mit dem Release vom letzten Zen-Level im Jahr 2020 sein sollte. In dieser Zeit lernte das Team, welches inzwischen den Namen Crowbar Collective in Anlehnung an die ikonische erste Waffe des Spiels, die Brechstange, angenommen hatte, aber unter anderem, wie Valve neue Mechaniken dem Spieler beibringt. Und zwar wird man zunächst vor ein einfaches Problem gestellt, wie hier bei diesen roten Lasern, die, wenn man sie betätigt, ein automatisches Geschütz aktivieren. Durch die Position der einzelnen Komponenten sieht der Spieler unweigerlich die Laser und das nicht schießende Geschütz. Da die Ausrichtung der Laser ein Vorbeischreiten praktisch unmöglich macht, wird Gordon unweigerlich die Laser auslösen, wodurch das Geschütz anfängt zu schießen und man weiß, roter Laser, Geschütz versucht einen zu einem Schweizer Käse zu verarbeiten. Beim nächsten Mal sind die Laser anders angeordnet und man kann ihnen ausweichen, und wenn man dann im Laufe des Spiels hier an diese Weggabelung ankommt, wo die eine Seite leer ist und die andere Seite so aussieht, weiß man, welchen Weg die Entwickler für einen vorgesehen haben. Oder bei den roten Ventilen. Beim ersten Mal kann man dieses einfach direkt betätigen. Danach muss man es vorher in das dazugehörende Loch stecken, das direkt daneben ist, und beim dritten Mal ist das Rad in einem anderen Raum und man muss das Loch finden. Anschließend verändert man noch einen weiteren Aspekt des Rätsels und voilà, man kann dem Spieler vertrauen, dass er die Mechanik kapiert hat. Durch die Zielsetzung, die Level nicht einfach nur vom Original zu kopieren, sondern aufzuwerten, wurden die Entwickler schnell mit dem Problem vertraut, welches viele Spiele plagt. Und zwar sollte dem Spieler immer klar sein, was seine Handlung gerade gemacht hat. Die Gefahr war immer da, dass man zum Beispiel ein Ventil betätigt und man nicht sieht, was gerade passiert ist und man den weiteren Weg erst mühsam suchen muss. John Camp gibt diesen Raum in der NoClip-Dokumentation Black Mesa The 16-Year Project to Remake Half-Life als Beispiel an. So war ursprünglich nur das Feuer vor dem Lüftungsschacht vorhanden, welches Tester in früheren Versionen leicht übersehen haben und haben es erst bemerkt, als sie die Leiter erklommen. Ebenfalls war das Fenster hier, welches das Feuer zeigt, nicht vorhanden, sodass man nicht gesehen hat, wie das Feuer erlischt, wenn man am Rad dreht. Dadurch sind die Spieler herumgerannt und haben den weiteren Weg gesucht, weil Backtracking ihnen nicht in den Sinn kam. Um dies zu lösen, hat man also kurzerhand das Feuer vor die Leiter verlegt und ein Fenster hinzugefügt und ein paar Sachen verschoben, sodass alles viel offensichtlicher ist. So arbeitet man sich also voran.
Ein zweiter Leak, bei dem das australische Magazin Atomic NPC ohne Einwilligung der Macher wieder mal Screenshots veröffentlichte, wurde dieses Mal professioneller gehandhabt und man arbeitete im Anschluss unermüdlich, bis man 2012 die Beta von Black Mesa endlich veröffentlicht. Einzige Voraussetzung war, um es damals spielen zu können, dass man sich das kostenlose Source 2007 SDK auf Steam herunterlädt. Hier hatte ich auch zum ersten Mal Kontakt mit Black Mesa. Auf einem in die Jahre gekommenen Compaq Presario CQ58 Laptop, der schon beim Kauf nicht gerade schnell war, habe ich versucht mit 10 FPS das Spiel zu vollenden. Ein Vorhaben, das, wenn ich es durchgehalten hätte, zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Denn neben Xen, welche man angehen wollte, wenn man mehr Erfahrung hatte, fehlten noch weitere Teile des Originalspiels. Namentlich waren das die Level Surface Tension und Honor Rail. Aber Moment, Xen wurde ja bewusst rausgelassen. Aber warum die anderen Level? Gut, dass ihr fragt. Honor Rail war wie Xen eine bewusste Entscheidung. Im Original war das Kapitel ein verwinkeltes Labyrinth, welches für viele viel zu lang war, weshalb man kurzerhand das Kapitel einfach für diesen Release erst gar nicht umgesetzt hat. Und Surface Tension hatte das Pech, dass die zuständige Person kurz vor Veröffentlichung sich vom Projekt zurückgezogen hat und das Level noch nicht bereit war, mit der Mod veröffentlicht zu werden. Nichtsdestotrotz war die Veröffentlichung ein großer Schritt. Die Fans waren zum größten Teil von der Qualität begeistert und die Presse hat die Mod ausführlich behandelt. Aber was nun? Klar, das Spiel fertig zu machen. Aber abseits von Surface Tension sind das die Teile von Half-Life, von denen man keine Vorlage hatte. Oder besser gesagt, die Vorlage war zu schlecht, um sie zu gebrauchen. Man musste also was Eigenes machen. Man musste zeigen, dass man verstanden hatte, wie Valve seine Spiele programmiert und es ohne irgendwelche Stützräder umsetzen. Glücklicherweise war es Valve, welche wieder einmal auf das Team zuging und vorgeschlagen hat, aus der Mod ein kommerzielles Produkt zu machen. Im Zuge dessen hätte das Team auch die Lizenz für die aktuellste Version der Source Engine bekommen und man könnte damit Geld verdienen. Dies würde anschließend das finanzielle Standbein sein, sodass man auch auf professionelle Hilfe zurückgreifen kann und so könnte man ein Spiel machen, das so gut wie möglich ist. Das Team entschied sich im Hinblick auf diese Vorteile trotz der Gefahr, dass jetzt die Leute wirklich ein fertiges Produkt erwarten, zu diesem Schritt, wodurch Black Mesa, welches als Mod gestartet ist, nun eines der ersten Spiele wurde, welche für Valve neues Greenlight-Programm in den Store gestellt wurde. Für Honor Rail entschied man sich dazu, das Level für das fertige Spiel einfach linearer zu machen, damit man immer genau weiß, wohin man gehen muss. Weg mit dem Labyrinth, in dem man sich nur verfahren hat und nie wusste, wohin man gehen soll. Und für Surface Tension holte man sich Inspiration an realen Umgebungen und baute das Original dramatisch aus. Die größte Herausforderung der Entwickler war aber klar, Xen so gut es geht umzusetzen, sodass es dieselbe Politur hat wie das restliche Spiel. Das Crowbar Collective vertrat wie viele Fans die Meinung, dass Valve damals ganz einfach keine Zeit mehr hatte für mehr Iteration, weil das Studio, welches zuvor noch nie ein Spiel veröffentlicht hatte und von ein paar Ex-Microsoft-Mitarbeitern gegründet wurde, schon den geplanten 1997 Release verpasst hatte, weil das Spiel laut eigener Aussage einfach keinen Spaß machte. Eventuell hatte man damals einfach den Aufwand, den ein Sprung in eine andere Welt verursacht, unterschätzt. Eine Tatsache, die das Crowbar Collective durch diverse Verschiebungen selbst auf hartem Wege lernen sollte. Das Problem ist nämlich unter anderem, dass man auf der Erde sowohl die Hilfe von NPCs hat, die bei einem neuen Spielelement dem Spieler zeigen können, wie etwas funktioniert, oder wie hier, wo dieser Sicherheitsmann sagt, der Gegner reagiert auf Geräusche. Da man aber als Ein-Mann-Armee alleine nach Xen geht, fehlen diese Personen komplett. Durch die Einsamkeit auf dem Planeten muss das Design also so gestaltet sein, dass alles, mit dem man interagieren kann, erkennbar ist. Gleichzeitig soll es aber eine fremde, feindliche Welt sein, die wenig mit der Erde, von der man gerade kommt, zu tun hat. Weiters, weil die Story auch die Technik der Aliens zeigt, musste zusätzlich ein Design erschaffen werden, welches sowohl mechanisch als auch organisch ist. Ein weiteres Gefühl, für das man eine Lösung finden musste, war dem Spiel ein Gefühl von Progression zu vermitteln, damit man das Gefühl hat, man macht auch Fortschritt. Denn wo befindet sich das Monster, welches man besiegen soll, weil es das Tor offen hält, durch das die Aliens auf die Erde kommen? Für dies ließ man sich bei Half-Life 2 und der Citadel in der Mitte von City 17 inspirieren, welches ein Fokuspunkt ist. Des Weiteren entschied man sich dazu, anders als Valve damals, auf ständige Teleportation zu verzichten, da dies die Spieler oft verwirrt hat. Stattdessen setzt man auf eine subtile Farbkodierung. Ist der Anfang von Xen noch in harmlosen, erdähnlichen Grün- und Blautönen gehalten, verschiebt es sich zum Ende hin immer mehr zu einem gefährlichen Rotton, das vom Turm ausgeht. Erklärt wird dies dadurch, dass der Turm als eine Art lokale Sonne dient, welcher man sich immer mehr nähert. Dabei ist es das erste der insgesamt 4 Xen-Level, welches vom Team am meisten Aufmerksamkeit erfahren hat. Es hatte es auch dringend nötig. Denn im Grunde war es nur eine lose Ansammlung von fliegenden Steinen, über die der Spieler springen musste, anstelle einer mysteriösen fremden Welt. Um dies auszubessern, ließ man sich von den damals verworfenen Konzeptzeichnungen inspirieren.
Zum Beispiel befanden sich unter anderem Zeichnungen einer Sumpflandschaft darunter und man hat sich gefragt, wie würde diese Umgebung heutzutage aussehen. So entstand zum Beispiel diese Umgebung oder die Hauptbasis der Zen-Wissenschaftler. Sogar über neue Gegnertypen und alternative Wege wurde nachgedacht. Etwas, was aber doch eine Nummer zu groß für sie sein sollte. Denn vieles passte einfach nicht in das Spiel, was sie machten. Man kann nun einmal nicht plötzlich von einem Schlauchshooter zu einem Semi-Open-World-Spiel werden und ersterem dabei treu bleiben. Erfahrungen, die in mehreren Verschiebungen mündeten, wodurch dann die einzelnen Kapitel stückweise veröffentlicht wurden, bis Black Mesa schlussendlich am 6. März 2020 vollständig der Öffentlichkeit zum Download zur Verfügung stand. Doch worum geht es jetzt bei Black Mesa? Storytechnisch ist, wie man es sich denken kann, identisch zum Original. Man spielt den Black Mesa-Wissenschaftler Gordon Freeman, welcher gerade mit der Bahn zu seiner Arbeitsstelle im Labor für anomale Materie fährt. Während dieser Fahrt kann man sich, wofür die Serie bekannt ist, bereits völlig frei im Waggon bewegen und sich die Arbeitsabläufe in der namensgebenden Forschungseinrichtung anschauen. Man sieht riesige Roboter, die durch die Gänge stapfen, Leute, die einen miesen Arbeitstag haben und bald aus der Firma scheiden werden und eine Bahn mit einem mysteriösen Mann im Anzug. Alles sehr faszinierend. Aber irgendwann ist diese Fahrt auch zu Ende und man kommt bei seinem Ziel an. Nach etwas Smalltalk mit den Kollegen und Herumtesten, mit was man alles interagieren kann, sowie mit der Erkenntnis, dass in Black Mesa Individualität und Sicherheit nicht die oberste Priorität hat, zieht man sich den berühmten orangenen Anzug, den Hazardous Environment Suit Mark IV, über, welcher uns im Spiel vor gefährlichen Umgebungen schützen soll und spieltechnisch als Rüstung dient, indem man ihn mittels Energiezellen und einer entsprechenden Ladestation auflädt. Hat man das getan und ist bei seiner Arbeitsstelle angekommen, erzählt man uns, dass unsere heutige Aufgabe ist, bei einem Experiment zu helfen. Man geht also über eine Luftschleuse in eine riesige Kammer, in der man die Leistung der Maschine auf Anschlag stellen und anschließend einen komischen Kristall in den sich gebildeten Energiestall schieben soll. Unglücklicherweise resultiert das in einer Energiekaskade, bei der erst einmal alles in die Luft fliegt und bei der ein Tor zu einem fremden Alienplaneten geöffnet wird. Glücklicherweise überleben wir diese Katastrophe dank unseres Anzuges und logischerweise versuchen wir uns in Sicherheit zu bringen und sehen dabei, welche Auswirkungen unser Missgeschick gehabt hat, indem wir die Gänge, die wir zuvor noch entlang gelaufen sind, nun in ihrer zerstörten Form wiederfinden. Auf dem Weg zur Bahn finden wir auch diese beiden Kollegen wieder. Beim anschließenden Kaffeeklatsch öffnen sie plötzlich ein Portal und einer dieser Dinge erscheint in einer der nahen Teströhren. Jemand hat bei Valve offensichtlich den Film Alien gesehen. Spoiler-Alarm! Dieser kleine Wicht ist aber der erste von vielen, der uns noch begegnen wird. Ebenfalls sehen wir kurz darauf, was diese Hackers mit unseren ganzen Kollegen machen, wenn sie in die Tentakel bekommen. Tapferer Wissenschaftler, der wir sind, haben wir natürlich noch keine Waffe dabei und so müssen wir uns blitzschnell durch die einzelnen Räume bewegen, um nicht der nächste Background-Tänzer im Thriller-Video zu werden, bis wir auf diesen Sicherheitsmann hier treffen, der uns bis zum Empfangsterminal mitnimmt und uns dabei beschützt, wo er versucht, Hilfe zu kriegen. Wieder auf uns alleine gestellt, kriechen wir John McClane-Style durch einen Lüftungsschacht und schnappen uns die Waffe, für die Half-Life berühmt ist. Die Brechstange. Und auch die Wissenschaftler fangen an, den Kampf aufzunehmen. Mit wenig Erfolg. Unser Weg aus der Anlage führt uns anschließend durch die Kühlräume, wo wir aus der Ferne den mysteriösen Mann im Anzug vom Anfang sehen, wie er uns ganz entspannt auf unserem Weg beobachtet. Jetzt ist eigentlich eine gute Zeit, über diesen Mann zu reden. Hierbei handelt es sich um den sogenannten G-Man, den man über das ganze Spiel verteilt immer wieder sieht. So sieht man ihn nicht nur auf der Fahrt zur Anlage, nein, man konnte ihn auch durch ein Fenster vor der Katastrophe beobachten, wie er sich mit einem Wissenschaftler unterhält. Wenig ist über den G-Man bekannt, nur dass er übernatürliche Kräfte hat, mit denen er sich sowohl teleportieren als auch die Zeit anhalten kann. Man ist sich nicht einmal sicher, ob er überhaupt ein Mensch ist. Seine Art zu reden, Most of them were government property. lässt zumindest nicht darauf schließen. Da wir aber aktuell größere Probleme haben, als über Reptilienmenschen nachzudenken, sorgen wir dafür, dass wir nicht sterben, wenn wir durch die Kühlräume gehen, lösen ein paar Schalterrätsel und bringen alles um. Nachdem wir uns im Anschluss durch die Kanalisation und die Büroräume gekämpft haben, hören wir plötzlich von diesem Wissenschaftler, dass das Militär kommt, um die Sache unter Kontrolle zu bekommen. Doch kurz bevor wir die Oberfläche erreichen, treffen wir auf die erwähnten Einsatzkräfte, deren Auffassung von die Sache unter Kontrolle zu kriegen, offensichtlich nicht die Rettung der Leute mit einschließt. Besonders lustig ist dies, wenn man dann anschließend die Oberfläche erreicht und man annehmen könnte, man selber wäre ein 3 Meter Alien mit Tentakelarm. Leute, chillt mal etwas. Dort unten gibt es Kreaturen, bei denen eure Mörsergranaten eher angebracht werden als ein MIT-Wissenschaftler mit einer Brechstange. Okay, auf die Regierung ist offensichtlich kein Verlass, weswegen wir uns schnellstmöglich wieder unter die Erde verschanzen und Reißaus mit einem Güterwagen machen. Vorher erfahren wir aber noch, dass die Überlebenden des Lambda-Komplexes auf der anderen Seite der Black Mesa-Einrichtung eventuell in der Lage sind, das Unheil ungeschehen zu machen.
Unser neues Ziel ist also klar. Leider ist das einfacher gesagt als getan, denn anscheinend ist Black Mesa nicht nur eine Anlage, die viel zu viel Zeit damit verbringt, Gebäude zu bauen, bei denen die Sicherheitsbeauftragte niemals die Arbeit ausgehen wird. Sie sind auch eine Raketenforschungseinrichtung, in deren Silos dieses Tentakelmonster seinen neuen Wohnsitz gefunden hat und wie jeder Pensionist beim kleinsten Geräusch wild um sich schlägt und sich weigert, uns kurz mal durchzulassen, weshalb wir ihn mit einem schönen Willkommensfeuer umstimmen müssen. Auf unserem weiteren Weg zum Landerkomplex werden wir von diesem Wachmann informiert, dass die Wissenschaftler dort zum Schließen des Dimensionstores auf einen Satelliten angewiesen sind, dessen Start die Einsatzkräfte aber in letzter Sekunde verhindert haben. Leute, auf welcher Seite seid ihr denn bitte? Alles muss man hier selbst machen. Wow! Haben wir uns daran satt gesehen, heißt es erst einmal weitergehen, bis wir auf ein paar Assassinen treffen und wir in einen Hinterhalt geraten, infolgedessen wir von 2 Marines überwältigt und in eine Müllpresse zum Sterben geworfen werden, aus der wir nur durch eine schnelle Kletterpartie und einer Flucht durch den Abfluss entkommen können. Am Ende kommen wir bei einem weiteren Versuchslabor heraus, im Zuge dessen uns klar wird, dass unser missglücktes Experiment nicht den Erstkontakt mit den Aliens darstellt, sondern schon länger an außerirdischen Lebewesen geforscht wird. Zumal man auch Alien-Kreaturen aus einer Kanone abschießen kann und mit einem Energiestrahlgerät verbrutzeln darf. Was war das? Geil! Eine neue Waffe! Und ein Riesenlaser! Bestes Level ever! Abschließend treffen wir auf diese 3 Wissenschaftler, welche den Retina-Scanner vom Gebäude bedienen können, wenn wir die Operationsmaschine deaktivieren, der ihren Kollegen einen Kopf kürzer gemacht hat. Er hat wohl nie Indiana Jones gesehen. Zum Schluss kommt es noch zu einer Schießerei und nachdem die Wissenschaftler sehen, wie das Militär mit ihnen umgeht, sind sie nicht mehr ganz so sicher, ob es wirklich so eine gute Idee ist, das Gebäude zu verlassen, weswegen nur noch einer von ihnen uns begleiten will. Dumme Idee. Naja, wenigstens sind die, wo zurückgeblieben sind, sicher. Ja. Wir klettern also anschließend an den Klippen von New Mexico entlang und flüchten uns über einen Staudamm und ein paar minenverseuchten Schluchten in einen Militärkomplex, wo das Militär ihre teuren Spielsachen an uns ausprobiert. Glücklicherweise haben wir in den Schluchten ebenfalls ein neues Spielzeug gekriegt und zusammen mit unserer Alien-Kanone und dem Raketenwerfer machen wir aus dem Gerät Altmetall. Die Aliens starten währenddessen ebenfalls einen Großangriff, bei dem das Militär ebenfalls unterlegen ist. Leute, ihr seid das bestbezahlte Militär der Welt und ihr schafft es weder die Aliens noch einen Wissenschaftler, welcher noch nie eine Waffe in der Hand hielt, umzubringen? Wie dumm seid ihr denn bitte? Ich nehme die Frage zurück. Aber die fliegenden Mantarochen sind auch ein Stück zu viel für uns. Wir kämpfen uns also durch das Schlachtfeld, bei dem das Militär und die Aliens gefühlt alles ins Feld werfen und ballern uns durch die Mitte, teils auf uns alleine gestellt, teils mit Verstärkung. Aber hauptsächlich alleine. Irgendwann entschließt sich das Militär, dass sie genug vom menschlichen Fleischwolf haben und ziehen sich zurück und wir kommen endlich beim Landerkomplex an. Die Wissenschaftler heißen uns willkommen und geben uns als Willkommensgeschenk die vermutlich coolste Waffe des Spiels. Den Quantendestabilisierer, der die Gegner einfach so in ihre Bestandteile zerlegt. Geil. Willst du sie sicher nicht selber verwenden? Gott sei Dank. Die Wissenschaftler dort erzählen uns ebenfalls von einem streng geheimen Teleportationsgerät, welches ein Dimensionstor auf dem Grenzplaneten Xen geöffnet hat. Jetzt hält dabei ein Alien auf der anderen Seite dieses Portal offen, oder die ganzen Monster nun auf unserem Planeten strömen. Wir bekommen nun also den Auftrag, selber durch das Portal zu springen und so finden wir uns auf dem fremden Planeten wieder. Beim Erkunden der zugegebenermaßen atemberaubenden Umgebung treffen wir immer wieder auf kleine Fleckchen von der Menschenwelt, welche das Vordringen der Forschungsteams aufzeigt, bevor sie selber assimiliert wurden. Das Spiel entschleunigt sich dabei zu Beginn wieder einmal, damit wir nicht nur das Ergebnis von 8 Jahren Arbeit bewundern können, sondern damit wir uns mit der neuen Gravitation und dem Weitsprungmodul vertraut machen können. Wir lernen, dass dieses blaue Wasser uns heilt und dass diese funkensprühenden Kristalle unser Schild aufladen. Ebenfalls treten vermehrt Schalterrätsel im Spielgeschehen auf.
Nach einiger Zeit finden wir die Hauptbasis der Menschen, die vor uns da waren, und sehen, dass wir vermutlich nicht mit einem freundlichen Gesicht hier zu rechnen brauchen. Die Überlebenden, die wir zuvor im Landerkomplex getroffen haben, unterstützen uns jedoch regelmäßig, indem sie Versorgungskapseln an unseren Aufenthaltsort teleportieren. Besonders großzügig sind sie dabei in dieser großen offenen Fläche bei einer heilenden Quelle, in der wir 3 Schalter umlegen müssen, damit dieses Ding hier aktiviert wird, wovon wir ausgingen, dass dies ein weiterer Teleporter ist, aber sich doch nur als eine Bleib genau hier Maschine herausstellt. Während wir uns also überlegen, wie wir uns aus dieser misslichen Lage wieder befreien, erscheint Gonach, dieses riesige Monster, welches in uns einen leckeren Nachmittagssnack sieht. Zum Glück zerstört es aber zuvor noch die Vorrichtung, die uns festhält, sodass wir unseren frisch mit Raketen ausgestatteten Raketenwerfer auspacken können und ihm damit den Eiersack wegballern können, bevor dieser uns erst einmal ins Nirvana schleudert. 3 Mal. Beim 4. Mal schaffen wir es jedoch, ihn so weit zu verletzen, dass er vor uns wegrennt und wir ihm voller Zuversicht gleich hinterherrennen, nur um dann in seine Falle zu treten und wir merken, dass das Monster uns genau dort hat, wo es uns haben möchte und wir schauen müssen, wie wir nun aus seinem Verstecken kommen können. Schaffen wir dies, kommt es zu einer finalen Konfrontation, die wir dominierend gewinnen. Haha! Anschließend finden wir diese Szene vor. 2 Grunts, die diese anderen Aliens schlagen. Neugierig, um zu sehen, was passiert, achten wir darauf, nur die Grunts zu erschießen und sehen, wie die anderen Aliens vor uns flüchten. Weird. Später hindert uns ein Energiefeld daran, eine Gruppe dieser Vortigons abzuhalten, sich auf die Erde zu teleportieren, aber aus irgendeinem Grund öffnet einer von ihnen kurz darauf, wohlwissend, dass wir da sind, den Schutzschild und lässt uns rein und wir sehen, dass wir in einem Aliendorf sind und niemand uns angreift, selbst dann nicht, wenn wir ihr Mobiliar zerstören und ihren Süßigkeitsautomaten plündern. Aber kurz darauf kommt eine Gruppe dieser fliegenden Big Brain Controller Aliens, beschießen einen Energiestrahl auf die Vortigon und alle greifen uns an, als hätten wir auf einer Beerdigung die Hosen runtergelassen. Mit solch launischen Wesen nichts zu tun haben wollen, fliehen wir so schnell es geht und weichen dabei einer Armee von Alien-Robotern aus, die uns schon auf der Erde in der U-Bahn-Station das ein oder andere Mal getötet hat. Nach einer packenden Hetzjagd, in der hinter jeder Ecke noch mehr Gargantuas auftauchen, retten wir uns, indem wir über diesen riesigen Abgrund springen. Fürs Erste in Sicherheit beschließen wir nun den einzigen Weg entlang zu gehen, der uns ersichtlich ist und kommen so über die Wasserwege in diese Fabrik, in der die Grunts geklont werden, welche aktuell die Erde angreifen und wo die Vortigons gezwungen werden zu arbeiten. Wenigstens hat man ihnen Kammern hingestellt, in denen sie ihre körperlichen Wehwehchen heilen können. Könnte, wenn ich meine Arbeitsstelle so ansehe, schon für einen Great Place to Work Award reichen, wenn das Problem nicht wäre, dass die Vorgesetzten einen regelmäßig hypnotisieren und einen zu Selbstmordangriffen zwingen würden. Naja, so machen wir viel zu viele Schalterrätsel und schießen uns entlang Förderbändern, bis wir zum Schäfaufzug gelangen, bei dem wir uns auf den einzelnen Etagen dank den überall verteilten unendlich Munitionskristallen übermächtig das Innere von den Controllern ganz nach außen kehren dürfen, was nie seinen Spaß verliert. Irgendwann kommen wir aber an der Spitze an und wir sehen, dass die Aliens ebenso wie die fleißigen Leute in Black Mesa Leute und Gegenstände hierher gebracht haben und sogar ein Hologramm des gesamten Universums erstellt haben. Aber das Ende ruft uns bereits mit lauten Tönen. Wir arbeiten uns noch weiter bis zur Spitze vor, wir finden einen Teleporter, wir springen voller Erwartung in einen Endboss hinein und bekommen einen Anblick, der uns die Sprache verschlägt. Riesige Alienrochen umkreisen die Spitze des brennenden Turms, auf dem der wirklich letzte Teleporter ist. Ein Anblick, welcher so genommen werden könnte und als Cover einer Metalband dienen könnte. Erwartungsvoll springen wir hinein und sehen den finalen Boss. Das riesige Alienmonster, welches das Tor zur Erde offen hält und die Erde gerade in den Untergang treibt. The Nihilanth. Ein Baby auf einem Metallstuhl. What? War das im Original auch so? Lass mich mal sehen. Okay, vielleicht hätte das Original wirklich noch etwas mehr Zeit benötigt. Also beschießen wir das Riesenbaby mit allem, was wir haben. Dabei versucht es sich zu wehren, indem es Teile der Erde herteleportiert, mit denen es versucht, uns zu zerquetschen. Sogar ganze Gebäudeteile sind darunter. Doch wir ballern alles, was wir haben, in ihn hinein, bis sich der Kopf spaltet und seinen Schwachpunkt freigibt. Der Nihilanth beschießt uns mit allen Mitteln, welche ihm zur Verfügung stehen, aber ein gezielter Schuss und wir werden gerade noch rechtzeitig wegteleportiert, um sehen zu können, wie der gesamte Turm explodiert. Voller Ehrfurcht verfolgen wir das Schauspiel, bis uns einfällt, dass uns in wenigen Sekunden eine riesige Schockwelle töten wird. Aber zum Glück kommt der mysteriöse G-Man vorbei und teleportiert uns in einen Zug. Er lobt unsere Taten und sagt, dass dank unserer Hilfe die Grenzwelt Xen nun unter der Kontrolle von seinen Vorgesetzten ist. Wer auch immer das sein mag. Ebenfalls gibt er uns die Wahl. Entweder arbeiten wir von nun an für ihn oder schickt uns ohne irgendwelche Waffen inmitten von den größten Gegnern, die wir im Spiel angetroffen haben. Ein Kampf, wie er sagt, den wir unmöglich überleben können. Wir nehmen also sein Angebot an und Credits. Es stellt sich nun nur noch die Frage, hat das Crowbar Collective ihr Ziel erreicht?
Haben sie Half-Life einwandfrei aufgewertet? Es spielte sich wie früher. Ist Zen endlich gut? Naja, zumindest teilweise. Wenn ich das Spiel mit einem Wort beschreiben müsste, wäre das oldschool. Ich hatte immer das Gefühl, so werden Spiele nicht mehr gemacht. Im guten Sinne versteht sich. Die Levels sind schlauchig, das Gameplay ist auf das wesentliche Shooter-Gameplay mit den gelegentlichen Rätseleinlagen fokussiert und obwohl alles manchmal etwas krank ist, hatte ich immer das Gefühl, für mein Geld etwas geboten zu bekommen, ohne dass das Spiel zu sehr in die Länge gezogen wird. Der Erdabschnitt im ersten Teil ist großartig. Gerade die kleinen Änderungen, die das Team im Hinblick auf die Dialoge gemacht hat, bewirken, dass die Geschichte noch viel glaubwürdiger und dramatischer wird. Insbesondere nachdem ich gesehen habe, wie spartanisch diese Dialoge im Original waren. Ebenfalls war es eine tolle Ergänzung zu hören, warum die Leute sich manchmal ohne Grund weigern, weiter mitzukommen. Okay, I'm gonna try to call for help. You gotta get to the admin office upstairs. There's got to be somebody there who can fix this. Dahingehend, ein Ziel erreicht. Beim Xen-Abschnitt bin ich aber etwas zwiegespalten. Ja, es ist besser als das Original. Es ist atemberaubend schön und es macht per se nichts falsch. Aber wie soll ich es am besten beschreiben? Während der Erdteil so wirkt, als ob man ein altes Spiel in die heutige Zeit gebracht hat, hatte ich bei Zen das Gefühl, hier wollte heutzutage jemand ein Spiel der damaligen Zeit nachmachen. Beides Dinge, die so ja auch wahr sind. Die Erde hatte viele Momente, die, wenn man kurz auf dem Klo war, so nicht wiederkamen. Wie ein Mörserangriff, das Abfeuern einer Rakete, das Heben einer Brücke mit Pontons. Zen war cool und hatte Momente wie die Verfolgungsjagd und das Aliendorf. Aber es war deutlich gestreckt. Hier ein Stecker, steck hinein. Hier wieder ein Stecker zum Einstecken, aber etwas schwerer. Und jetzt nochmal ein Stecker, aber noch schwerer und noch einer. Verstanden? Gut. Ich verstehe aber absolut, dass die hier auch die schwerere Aufgabe hatten. Auf der Erde verstehe ich, was ich sehe. Ich kann mir vorstellen, was die Dinge an der Wand so machen. Auf Zen ist es aber so. Keine Ahnung, wie eine Fabrik von Aliens von innen aussieht. Ja, im Dorf ist alles offensichtlich, aber bis dahin dachte ich, sie leben wie die Tiere im Dschungel. Zumal auch dieser Ort von Zen nicht so aussieht, als ob ich dort mein Haus errichten würde. Und es davor keine vergleichbaren Strukturen hatte. Ich hatte meinen Spaß auf Zen. Und das Talent der Entwickler ist auf dem Bildschirm. Ohne Frage. Nur das Gefühl war so im Hinterkopf, dass die Entwickler dachten, ihr Talent nochmals beweisen zu müssen. Die Erschaffung eines Aliens-Planeten, welcher dieselbe Qualität wie die Erde hatte, war ihnen dann aber doch zu schwer. Denn vieles wirkte einfach gestreckt. Das klingt jetzt vielleicht mega abwertend, aber seht es so. Selbst Valve, die originalen Macher von Half-Life, konnten kein gutes Zen entwickeln. Und ich gehe jede Wette ein, dass das Cobra Collective beweisen wollte, sie können mehr als nur ein paar Assets austauschen. Was am Ende übrig bleibt, ist trotzdem das Ergebnis eines legendären Vorhabens. Es ist die Geschichte von einer Vielzahl von Half-Life-Fans, die über Jahre in der Annahme, niemals für ihre Mühen monetär belohnt zu werden, daran gearbeitet haben, dass ihr Lieblingsspiel nicht im Zahn der Zeit zum Opfer fällt. Ich finde, jeder, der storybasierte Shooter mag, kann hier getrost einen Blick hineinwerfen und wird begeistert sein. Ob das Cobra Collective, jetzt da ihr Spiel veröffentlicht ist, überleben wird, kann noch nicht gesagt werden. Interesse ist laut eigener Aussage da, weiterhin Spiele im Stile von Half-Life zu machen. Und mit dem Zen-Level haben sie gezeigt, dass sie auch dazu in der Lage sind. Aber es wird sich zeigen, ob aus der anfänglichen Gruppe von Fans in der Zwischenzeit ein Unternehmen wurde, welches sich hinter einer komplett eigenen Idee einen kann. Nichtsdestotrotz haben sie sich mit Black Mesa ein Monument erschaffen, welches bestimmt noch einige Generationen an Gamern begeistern wird. Meine Landratten.